Heute zeige ich euch, wie ihr eine Babyfrisur direkt auf den Kopf aufsticken könnt. Dafür braucht ihr eine Puppennadel und Mohairgarn. Und das nehmt ihr jetzt erstmal auf die Nadel. Und dann beginnt ihr hier am Scheitelpunkt und stickt von da aus nach außen weg. Und zwar macht ihr etwa so 2 bis 3 Zentimeter lange Stiche. Und ich sticke erstmal tatsächlich kreisförmig vom Scheitelpunkt weg in einer Runde um den Scheitelpunkt rum. Also quasi wie so ein Stern oder so eine Sonne. Zieht das nicht zu straff, weil das Trikot soll sich auf keinen Fall zusammenziehen. Also die Haare müssen noch so ein bisschen locker sein. Wenn das sehr hakt bei euch und ihr den Faden kaum durchkriegt, dann ist eure Nadel zu dünn. Dann müsst ihr eine dickere Nadel nehmen. Und wenn ihr am Ende des Fadens angekommen seid, dann lasst ihr das Fadenende erstmal einfach hängen und nehmt einen neuen Faden, so ungefähr 2 Armlängen lang, und zieht den wieder bis zur Hälfte durch den Kopf durch und stickt dann erstmal mit der einen Hälfte weiter, und wenn ihr mit der fertig seid, lasst ihr das Fadenende wieder hängen und stickt dann mit der anderen Hälfte weiter. Dann hat man nicht so einen ewig langen Faden, den man immer durchziehen muss. So, und wenn ihr jetzt vom Scheitelpunkt einmal rumgestickt habt, dann macht ihr einfach genauso weiter, nur dass ihr halt immer ein bisschen weiter außen ansetzt, sodass sich langsam die Haare verdichten. Und so arbeiten wir uns immer weiter vor, bis wir an den Haaransatz kommen. Und wenn ihr hier jetzt weiter an der Seite weiter runterkommt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr euch den Haaransatz denkt und dann erstmal nicht drüber hinaus stickt. Und zwar ist der Haaransatz bei Babys noch relativ weit oben. Das heißt, die haben noch nicht wie wir hier vorne so Koteletten vor den Ohren, sondern das ist halt noch ein bisschen weiter zurückgesetzt. Also ihr könnt hier quasi so einen leichten Wellenverlauf machen, dass es hier so ein bisschen nach vorne geht und dann hinterm Ohr so ein bisschen zurück. Und hier hinten im Nacken vielleicht 3 cm oberhalb der Naht hier verläuft. Genau, und auf der anderen Seite dann natürlich genauso. Vergleicht immer schön, dass ihr die beiden Seiten auch gleich habt. Genau, und dann machen wir zum Schluss hier noch so ein paar Strähnen nach vorne, aber erstmal versuchen wir einen gleichmäßigen Haaransatz zu sticken. So, und wenn ihr jetzt den Haaransatz rundum gestickt habt, dann könnt ihr eine Frisur sticken, weil so sieht es ein bisschen aus wie ein Mönch. Und ich mache jetzt hier so eine kleine Strähne, die in die Stirn geht, das heißt, die sticke ich mir jetzt hier hin. Und auch hier an der Seite mache ich das so, dass so ein paar Strähnen nach außen kommen, dass es so ein bisschen aussieht wie eine natürliche Frisur. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen in die andere Richtung. Das heißt, ich stecke hier jetzt auch noch mal so eine kleine Strähne hin. Letztendlich ist es Geschmackssache, wie ihr die Frisur macht. Ihr könnt das auch so machen, dass ihr hier so einzelne Strähnen stickt. Probiert das einfach mal aus, was euch gefällt. Das ist wie so vieles auch Geschmackssache. So, und wenn ihr jetzt hier vorne eure Strähnchen gestickt habt, dann müsst ihr natürlich hier hinten den Haaransatz noch anpassen, weil hier dann wahrscheinlich so eine Lücke entstanden ist wie bei mir. Aber ich passe den halt nur an bis hier und hinten lasse ich den so gerade. Das heißt, da mache ich jetzt keine Strähnchen mehr hin. So, und wenn ihr den Haaransatz jetzt fertig habt und zufrieden seid, dann könnt ihr die Fäden vernähen. Und zwar braucht ihr dafür eine etwas kürzere Nadel und möglichst auch dick. Und dann nehmt ihr die Fäden einfach einzeln auf die Nadel und näht die in den Kopf und geht dabei webt die so ein bisschen vorher durch die Wolle durch. Und dann zieht ihr die einfach in den Kopf rein. Und dadurch, dass da so viel Mohair dran ist, rutschen die nicht wieder raus. Also die sitzen dann bombenfest. Also so ein bisschen einweben durch die Wolle und dann in den Kopf reinziehen. Und wenn da noch was rausguckt, dann könnt ihr das natürlich abschneiden. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ein paar Strähnen zurück zum Scheitelpunkt führen, sodass hier später so ein paar Strähnchen rausgucken. Die schneide ich gleich noch mal ein bisschen kürzer.
So, jetzt habe ich alles vernäht. Und jetzt schneide ich mir hier meine Strähnchen nochmal ab. Und genau, die lasse ich mir jetzt hier einfach stehen. Als so kleine Fransen. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, noch mit der Bürste die Haare so ein bisschen auskämmen. Und durch so ein Hin- und Herruckeln könnt ihr quasi die kleinen Mohairfäden lösen, die am Wollfaden fest sind. Und dadurch den Kopf noch so ein bisschen wolliger machen. Ja, jetzt bin ich mit dem Sticken meiner Haare fertig und als nächstes koloriere ich das Gesicht.